Lass uns gemeinsam erkunden, warum Bitcoin so außergewöhnlich knapp ist und welche Auswirkungen dies auf seinen Wert hat. Viel Spaß beim Zuschauen! Bitcoin ist der einzige Rohstoff global, dessen maximale Umlaufmenge und Ausweitungsrate zu jedem Zeitpunkt der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mathematisch beweisbar sind. Nach den ersten 4 Jahren waren bereits 50% der Bitcoins errechnet, jedoch wird der gesamte Entstehungsprozess 130 Jahre dauern. Ende des Jahres 2035 sind 99% aller 21 Millionen Bitcoins im Umlauf. Das verbleibende 1% wird dann über einen Zeitraum von 105 Jahren bis zum Jahr 2140 ausgeschüttet. Das Halving-Event ist der Grund für die treppenförmig absteigende Inflationsrate von Bitcoin. Das Wort Inflation stammt aus dem Lateinischen und bedeutet ausweiten. Je niedriger die Inflationsrate oder die Rate der Ausweitung ist, desto weniger neue Einheiten werden zum verfügbaren Bestand hinzugefügt. Der Vorgang des Halvings reduziert die Ausgabe neuer Bitcoins pro neuem Block um die Hälfte. Ein Miner kann diese nur als Belohnung erhalten, wenn ein neuer Block erfolgreich berechnet wird. Jeder Block dient der Dokumentation aktueller Transaktionen und wird in der Blockchain mit dem vorherigen Block verknüpft, wodurch die Transaktionshistorie fortlaufend festgehalten wird. Ein neuer Block wird im Durchschnitt alle 10 Minuten errechnet, was bedeutet, dass das Halving alle 210.000 Blöcke, also alle 4 Jahre, fest vorbestimmt ist. Das Halving hat die Bedeutung, die wirtschaftlichen Anreize zu erhöhen, indem es die Verfügbarkeit neuer Bitcoins verringert und somit langfristig die maximale Angebotsmenge begrenzt. Seit dem Halving im Mai 2020 weist Bitcoin mit 1,76% eine niedrigere jährliche Inflationsrate auf als der Euro oder der US-Dollar. Seit dem Halving im April 2024 hat Bitcoin mit 0,83% eine jährliche Inflationsrate, die ungefähr halb so hoch ist wie die von Gold. Im April 2024 ist die tägliche Anzahl neuer Bitcoins von 900 auf 450 gesunken. Am 3. Januar 2009 wurde der Genesis-Block, Block Nummer 0, von der unbekannten Person oder Gruppe Satoshi Nakamoto errechnet. Ab dem Jahr 2105 wird über die nächsten 35 Jahre der allerletzte Bitcoin errechnet. Bitcoin hat eine vorbestimmte maximale Umlaufmenge von 21 Millionen BTC. Die Nachforschungen von Cane Island Digital Research aus dem Jahr 2020 führten zu folgendem beeindruckenden Ergebnis. Laut Berechnungen gehen jährlich ungefähr 4% der Bitcoins im Umlauf durch Eigenverschulden unwiderruflich verloren. Demnach soll die Anzahl verfügbarer Bitcoins im Umlauf im April 2020 ihren Höhepunkt mit 14 Millionen Stück erreicht haben. Seitdem übersteigt die Rate, mit der Bitcoins verloren gehen, die der Inflationsrate neuer. Wertermittlung über Angebot und Nachfrage funktioniert so: Wenn die Nachfrage sinkt oder das Angebot steigt, so sinkt der Wert. Wenn die Nachfrage steigt oder das Angebot sinkt, so steigt der Wert. Bei Bitcoin ist das Angebot begrenzt durch das Mining und das Halving. Und die Nachfrage basiert auf Interesse, Akzeptanz und Investitionsverhalten. Angenommen, der Goldpreis verdoppelt sich über Nacht. Goldfördernde Unternehmen werden dann dazu angeregt, ihre Aktivitäten auszuweiten oder wieder aufzunehmen, da zuvor unrentable Operationen plötzlich lukrativ werden. Das Ergebnis? Mehr Gold wird mittelfristig abgebaut und kommt in den Umlauf. Trifft eine steigende Angebotsmenge auf eine gleiche Nachfrage, senkt sich der Wert. Wenn sich der Preis von Bitcoin verdoppelt, gibt das Unternehmen den Anreiz, eine Mining-Anlage zu betreiben. Die Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk steigt daraufhin an und neue Bitcoins werden etwas schneller als im 10-Minuten-Durchschnitt errechnet. Jedoch gleicht sich der Rechenanspruch alle 2 Wochen auf das Zielniveau zurück an. Das Ergebnis? Niemand kann die Ausschüttungsmenge an neuen Bitcoins bedeutend außerplanmäßig erhöhen. Wenn eine gleiche Nachfrage auf das streng verknappte Angebot an Bitcoins trifft, erhöht sich der Wert. Beachte, der Wert ist ungleich der gehandelte Preis. Waren diese Fakten neu für euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.
Like, teilen und abonnieren, um keine weiteren Inhalte zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.